Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute wieder auf W50 unterwegs. Wir haben soweit schon alles geschafft heute. Ich habe die Alu durch. Mir fehlt noch das Dämonenportal, das muss ich noch angreifen. Ich bin hier gerade bei Ebene 5, Akt 1. Wir gehen mal rein. Wir haben aber heute auch noch vor, ein bisschen im Wirbelwind zu gucken, ob wir da vielleicht ein paar Level, schaffen, ob wir da ein paar Etagen legen können und dann, gucken wir mal, was so die Dungeons für uns bereithalten, ob der ein oder andere liegt. Viel Progress ist nicht, aber ich etabliere mich langsam so ein bisschen vielleicht in den Top 200. Es ist halt, ich müsste hier und da mal vielleicht ein aktuelles Item haben, eine Epic-Waffe. Wäre auf jeden Fall mal wieder ein richtig gutes Upgrade und ansonsten geht's eigentlich. Aber wir gucken mal zuerst mal, was das Portal sagt. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir besiegen ihn, ohne irgendwie uns einmal wiederbeleben zu müssen. Das ist ein Stärkegegner. Das ist ein Stärkegegner, der ausweichen kann. Ja, das ist natürlich ziemlich risky, aber es sieht tatsächlich ganz gut aus. Aber ich will noch nicht zu viel vorweggreifen. Wir machen es mal auf jeden Fall spannend. Und wäre natürlich ein gutes Upgrade. Ich hätte den natürlich auch machen können, nachdem ich die Dungeons gekloppt habe und noch ein paar Level vielleicht aufgestiegen wäre. Aber so hätten wir ja, wenn wir ihn jetzt First Try besiegt bekommen, jetzt dreht sich langsam der Kampf, dann starten wir natürlich mit noch mehr Leben in die Dungeon-Kämpfe, was uns natürlich nochmal deutlich voranbringt. Ne? So einen Portalgegner zu besiegen, vor allen Dingen als Krieger, ist das immer schon, das ist wirklich sehr spannend hier. Vor allen Dingen als Krieger, mal ein bisschen mehr blocken, vielleicht mal ein bisschen mehr kritten. Vor allen Dingen als Krieger ist es halt übelst nice. Da heben wir das Schild und da haben wir ihn tatsächlich First Try bekommen. Wir bekommen 357.519 Leben dazu durch diesen 1% Portalbonus. Nice, haben wir einfach mal so einen kompletten Gegner an einen Tag abgerissen. Das ist natürlich cool, das ist jetzt mein aktuelles Leben, kommen bald an die 10 Mille ran. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja letztens im Märchenturm ein bisschen aufgeräumt. Ne? Hier im 13. Stock, der würde vielleicht noch klappen. Ansonsten P-Tür wird schwierig. Aber im Wirbelwind geht auf jeden Fall was. Hier brauchen wir nicht versuchen. Ich guck mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier aussah, aber ich glaube, hier sah es nicht so gut aus, ne? Nee. Hier lassen wir das lieber. Da sehe ich mich noch nicht so. Da machen wir lieber hier ein paar Etagen im Wirbelwind. Da ist auf jeden Fall mehr drin. Und das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, zwischendurch mal eine kleine Bremse hier. Die müssen wir mal aus dem Weg räumen. Aber sollte auch kein Problem sein, vielleicht, So ein Level wäre ja cool, wenn wir das noch schaffen, wenn so ein Level drin ist. Wie viele Gegenstände haben wir jetzt hier? Haben wir was? Oh, Schuhe. Das ist nice. Zumindest die Schuhe haben wir hier ein paar gut gemacht, wir gehen weiter in Stärke rein erstmal. Den Rest hier im Glück, zack. Ja, gucken wir mal weiter, wie es aussieht. Vielleicht, es wird ziemlich schnell schwieriger auf jeden Fall. Merke ich schon. Ne? Also man kommt immer mal wieder ein paar voran. Also die sind immer noch wahrscheinlicher. Da war ein Knapper dabei. Die sind immer noch wahrscheinlicher als die Gegner, die ich momentan in der Lichtwelt habe. Aber man merkt schon, hier und da wird schon ein bisschen schwieriger. So. Aber ein Level möchte ich schon ganz gerne schaffen. Das wäre ganz nice. Es ist auf jeden Fall bemerkbar. Die ist ja fast besser. Aber nur knapp. Also man merkt auf jeden Fall, es wird mal wieder Zeit, dass eine Epic-Waffe herkommt. Neues Schild wäre auch übel nice. Ein Schild, ich weiß nicht, das ist glaube ich erst mein zweites Schild oder so, oder mein drittes, was ich bekommen habe bisher, was ich ausgewechselt habe, ich bekomme so selten irgendwelche Schilde. Die führen noch irgendwas im Schilde hier, ne, auf jeden Fall. Das ist, ziemlich selten, dass ich irgendwas bekomme hier. Mal gucken mal weiter im Wirbelwind, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir sind, ein Level-Up würde ich noch schaffen, wenn wir den besiegen hier. Und dann würde ich nochmal gucken. Der ist schwer jetzt auf einmal. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir das Level-Up vielleicht durch die Arena-Kämpfe bekommen. Ne? Vielleicht kriegen wir das ja hin.
Dann brauchen wir den Wirbelwind nicht mehr hier so attackieren, weil der, ja, scheint so zu sein, als ob da eine kleine Bremse wieder drin ist hier. Das ist natürlich nicht so cool. Aber kann man nichts machen. So, vielleicht kriegen wir das hin. Fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel. So, 6 Kämpfe haben wir noch, die wir hier irgendwie verballern können. Ja, ich weiß immer gar nicht, wen ich hier großartig angreifen soll. Ich kann zwar auf die Stats gucken und mir dann den besten irgendwie herleiten, aber da bin ich, muss ich auch gestehen, meistens zu faul. Ich gucke dann immer so, Leben, aha, wer hat am wenigsten Leben so, wer ist sehr squishy, den könnte man als Krieger vielleicht ganz gut mitnehmen. Auf Magier kann man sich immer ganz gut draufstürzen so und ja. Das ist natürlich sehr kritisch hier, aber wir haben auch noch die Zeitmaschine. Let's go. Ja, und hier haben wir 229 geschafft. So, das war der Anlass. So, jetzt haben wir das Ding. Jetzt können wir mal gucken. Ich wollte noch mal einmal hier reingucken, was der Klöppel van Helsing so zu bieten hat. Das ist ein Intelligenzgegner, also es könnte gut sein, dass der möglich ist, so, ne? Ihr merkt auch, ja, weiß ich nicht, gut. Ihr merkt es eigentlich nicht, beim Wirbelwind habe ich jetzt doch relativ viele Pilze gelassen. Aber jetzt bei dem, da gucke ich mir mal ein paar Tries an und schau mal, wie machbar der wirklich ist. Um das mal so für mich rauszufinden, so, ne? Und dann werden wir dementsprechend mal schauen. Das Ding ist halt, wir müssen halt kritten, so, ne? Wir müssen ordentlich reinlacken und er darf uns hier nicht so wegkritten. Also, was heißt das? Wir brauchen mehr Glück auf jeden Fall. Oder halt ein 3er Epic, wo dann halt Glück mit drin wäre. Das wäre halt cool, dann brauche ich nicht so viel Glück oder nicht so viele Punkte in Glück skillen hier. Das will ich eigentlich selten, nicht so oft machen. Ich möchte eigentlich lieber ja, so wenig Glück wie möglich skillen, weil man das früher oder später durch die 3er Epics und die schwarzen Edelsteine nachher so oder so bekommt. Genug ausreichend Glück. Und deswegen... Oh, lol, da haben wir ihn sogar besiegt. Nice, Alter. Und wir sind gleich 2 Stufen wieder aufgestiegen. Ja, aber das sah mir auch wieder sehr nach einem Alle-Attributs-Item aus. Ja, was dann wiederum nicht so nice ist. Das ist wiederum nicht so nice. Ja, das ist uncool. So, was sagt denn die Toilette hier? Das schmeiße ich einfach mal ins Klo. So, für Full-Stats. Mal gucken, kann halt irgendjemand anders mehr gebrauchen hier vielleicht? Nee, nicht sonderlich. So, hier mal so ein, überall ein Stat-Punkt mehr, das ist ja wirklich... Ja, das ist ja wirklich bezaubernd. So, wen haben wir denn als nächstes hier? Aber es ist auf jeden Fall nice, dass wir den geschafft haben. Wir gucken uns den Kampf mal an. Klöppel van Helsing. Ja, um mal zu gucken, wie der Try aussah. Wir müssen ja gut gekrittet haben. So, da kam der erste Crit. Ja, lol, Alter. Was ist das denn, ey? Der ist ja dann doch super easy gewesen, ey. Wundert mich, dass wir da so viele Pilze reingebraten haben. So, der Koma-Kommandeur. Ein Stärkegegner wieder. Ach du Scheiße. Alter, der macht ja richtig Damage. Und also im Verhältnis zu dem Leben, was er hat, ne? Oh shit. Ja gut. Das wird, glaube ich, erstmal nichts werden. Ich glaube, den brauchen wir nicht großartig weiter tryen hier. Das sieht nicht gut aus bei dem Koma-Kommandeur hier. Ja, wir können mal gucken. Was sagt der Pimp? Ich meine, der hat ja... Ne? Deutlich weniger Leben so, aber der haut halt auch guten Schaden raus, ne? Könnte sein, dass man den auch mit viel Glück bekommt, aber ich glaube, da brauchen wir erstmal nicht weiter reintryen. Ich glaube, wir warten erstmal, bis wir, weiß ich nicht, neues Epic-Event oder sowas haben, uns neu ausrüsten können, weil das macht momentan gerade noch nicht so viel Sinn, ne? Und jetzt kommt man halt an einen Punkt, also wo ich persönlich sagen muss, es lohnt sich jetzt nicht großartig hier hunderte Pilze rein zu tryen hier in die Leute, weil ihr seht, jetzt ist momentan gerade ein bisschen Flaute, muss mich wieder neu equippen, bevor ich hier weitermache. Und ja, deswegen würde ich hier an der Stelle auch fast schon relativ schnell zeitnah... der sah wieder gut aus, okay. Also wir versuchen als nächstes den Hasen hier vielleicht, oder er hier nochmal. Ich glaube, der Hase war ich würde sagen, fast tatsächlich noch machbarer als er hier. Ne? Ja, das ist der Wirbelwind, ne? Wenn man einen schafft, dann schafft man die nächsten 5 auch wieder so im Schnitt, ne? Und dann kommt wieder einer, der wieder abfuckt hier, so wie die unsichtbare Bedrohung, ja? Sieht man nicht mal, aber sie ist da. Nice, den haben wir auch nochmal bekommen, sehr cool. Cool, dann haben wir ein paar Etagen hier geschafft tatsächlich.
Alter, was ist das denn für eine Spanne nochmal? Holy shit. 10 Durchschnittsschaden mehr. Die muss ich eigentlich auswechseln. Rechts raus, die hat ja rechts raus, ist die ja ultra krass für mich. Und dann halt nochmal, ja, das ist ja gut. Steingewinnung, damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet, aber es ist jetzt halt auch nicht das Mega-Upgrade so, ne? Also es ist zwar cool, es war nice, dass wir es bekommen haben, aber das hilft uns jetzt, glaube ich, nicht großartig in den Dungeons weiter. Aber ist auf jeden Fall wieder ein kleiner Schritt, ne? Durchschnittsschaden immer wichtig, 10 mehr, ne? Kann man machen. Und was aber vor allen Dingen das Wichtige ist, ist halt die Spanne rechts raus, ne? Spanne rechts raus ist natürlich wichtig für Dungeon Fights, ne? Da kann man immer mal Glück haben, dass man gute Crits landet und ja, deswegen kommen wir jetzt auch gerade hier mal bei einem ein oder anderen Versuch voran. Gut, okay, aber wie gesagt, ich will es nicht übertreiben. Wir lassen mal das Item jetzt mal hier im Inventar. Wir haben ja jetzt noch genug Platz. Vielleicht kommt nächsten Tag die Hexe, wer weiß. Und gut, ich höre auf. Ja, ich höre auf. Ich höre auf. Oh, jetzt höre ich auf. Okay, ich habe es gewusst, der fällt gleich. Habe ich gewusst. So, ja, nochmal ein schönes Upgrade hier für den Marquardt. Ja, dann nehmen wir auch nochmal den Stein raus. Ne? Und geben ihn hier das Teil. Ja, siehst du, nochmal ein Dungeon gefallen zum Schluss. Dann kann man nochmal gucken. Der sieht dann halt wieder auch machbar aus, denn wieder, ne? Ja, also wir haben es gleich. Ja, okay. Den haben wir auch nochmal besiegt. Was war das für ein Item hier? Oh, lol! Alter! Holy shit, was denn das? Alter, wie alt waren denn die Schuhe, bitteschön? Holy up, Digga. Okay. Das ist natürlich, ne, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ist wieder ein krasses Upgrade gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal hier... Oh, nice, nochmal ein Level geschafft hier. Ne, jetzt bekommen wir... aber es ist halt plus 13. Was sind plus 13 Stats? Das ist halt wirklich nicht so viel. So, ne? Es ist nicht viel, aber wir haben auch 1% Feuer mehr, so, ne? Aber, Digga, was ist das? Ich möchte lieber so ein Dreier-Stat haben, weißt du? Aber, ja, naja, Steingewinnung, macht das bitte nicht nach. Für 13 Stats ist es absolut nicht worth. Ja, das sollte man nicht machen. Das ist eigentlich mehr Pilz-Waste als alles andere, ne? Aber, ja. So, gut. Haben wir unsere Begleiter nochmal ein bisschen geupgradet, ne? Eher den Bertram so. Ist dann nochmal förderlich nachher später hierfür, für einen Märchenturm, dass man hier ein bisschen weiter vorankommt. Und ja, ich glaube, das soll es dann aber auch für die Folge soweit gewesen sein. Wir haben guten Progress gemacht hier. Ein paar Level haben wir auf jeden Fall hier heute geschafft. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und jo, haben wir irgendeine Nachricht, die man nicht lesen darf? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sollte in Ordnung sein. Brauche ich, glaube ich, hier nicht zensieren. Das ist immer so eine Sache. Ich wollte meinen Fortschritt gerade im Chat mal selbst begutachten und sah ganz gut aus. Alles klar. Gut, das soll es dann aber auch für heute soweit gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und unterstützen. Aber wir können zum Schluss hier vielleicht noch den machen. Ja. Und ja, dann war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.